Schönen guten Morgen, liebe Leute. Das Wetter ist ziemlich mies. Ich habe jetzt die Regenpause hier genutzt, um an den See zu fahren. Und jetzt zum Angelgerät für diese Folge. Es ist ja etwas, was nicht so ganz direkt mit Angeln zu tun hat, aber was ja mittlerweile eigentlich schon dazugehört. Und was ich auch als alter Ansitzangler für relativ wichtig erachte. Ich zeige es einmal in die Kamera. Und zwar, ihr könnt es euch jetzt wahrscheinlich schon denken, es ist ein Schlafsack. Und zwar der Vagabund oder Vagabund 4 Schlafsack. Ja, besonders als Karpfenangler, wer meine Videos kennt, weiß, ich gehe häufig über Nacht angeln. Oder auch als Raubfischangler, wenn man mit Köderfisch nachts angelt, auf Zander oder auf Hecht. Oder auch als Welsangler, dann ist man nachts unterwegs und möchte natürlich auch nicht frieren. Ich kenne das von meinen Anfängen früher, da hatte ich so einen ekligen Mumienschlafsack, so einen billigen. Und da taten mir, ich bin ja auch ein bisschen größer und ein bisschen breiter, da taten mir morgens die Beine weh. Und außerdem war es arschkalt da drin. Und deshalb bin ich umso glücklicher, dass es jetzt diese speziellen Anglerschlafsäcke gibt. Und ja, was dieser Schlafsack kann, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Die Tasche ist auf jeden Fall schon sehr vielversprechend. Die ist auch nicht zu groß. Das ist nämlich das Top-Modell aus der Serie. Also das auch für die ganz kalten Nächte. Es gibt noch kleinere Modelle, also 3,2 glaube ich noch. Aber das 4er ist das wärmste Modell. Und ich habe auch die Liege dabei. Ich baue jetzt den Schlafsack einmal auf und dann erläutere ich euch die Vorteile von dem Ding und was ich daran so gut finde. Ich habe den Schlafsack jetzt aufgebaut, hier auf meiner Liege, den Vagabund Freelancer 4 von Anaconda. Und ja, jetzt erstmal ein paar Sachen zu den Ausmaßen. Also dieser Schlafsack ist 2,5 Meter lang, 90 cm breit. Das finde ich völlig ausreichend. Ich habe auch eine relativ große Liege, weil ich halt ein bisschen größer und auch ein bisschen breiter bin. Tolle Maße, passt gut drauf, bietet mir ausreichend Platz. Also da tun mir morgens auch die Beine nicht weh, wenn ich wie in so einem engen Mumienschlafsack gelegen habe. Also 2,5 Meter Länge, 90 cm Breite, top Maße. Und ja, dann haben wir hier so ein, was ich finde, ganz schönes, modernes Beachskin-Material, so hier im Tarndesign. Das ist ja momentan auch total angesagt, gefällt mir auch sehr gut. Und ja, jetzt hier zu dem Besonderen dieses Schlafsacks. Es ist ja ein Schlafsack für kalte Jahreszeit, aber ich zeige euch das mal hier. Der hat nicht 2 Lagen, sondern 1, 2, 3 und hier unten noch eine 4. Lage. Und was heißt das? Man kann den hier natürlich im Winter einsetzen, dann ist er aufgrund der 4 Lagen sehr schön warm. Aber im Sommer, dann geht man ja in so einem 4-lagigen dicken Schlafsack kaputt vor lauter Hitze. Und deshalb kann man die 2 Lagen hier über einen Reißverschluss abtrennen und rausnehmen. Das heißt, und dann kann ich den auch im Sommer nur mit 2 Lagen einsetzen und habe einen schönen Schlafsack, kann den Schlafsack hier nutzen, gehe aber nicht vor Hitze kaputt. Das finde ich ein ganz tolles, ja, variables Ausstattungsmerkmal dieses Teils hier. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist ja diese weiche, flauschige Innenmaterial hier, dieses Schlafsack. Sehr bequem, ja, sehr viel Komfort. Und dann auch hier, ich hoffe, man kann sehen, ich halte es mal hoch, das ist so eine Art Windstopper für den Hals. Hier ist so eine Aufsparung für den Kopf und dann kann man das so an den Seiten um den Kopf machen und dann kann keine Kälte in den Schlafsack reinkriechen. Und man bleibt auch bei Wind dann richtig schön warm. Was habe ich noch, was mir auch gut gefällt, sind die Reißverschlüsse. Die sind schön grob, gehen gut auf und zu. Es sind auch an beiden Seiten Reißverschlüsse. Also hier kann man den Schlafsack aufmachen und auch hier auf der Seite kann man den Schlafsack aufmachen. Das heißt also, ich kann die Liege und das Zelt oder meinen Schirm so aufbauen, wie es mir passt und komme nicht in die Bredouille, dass dann der Schlafsack nur zur Innenseite aufgeht oder so. Das heißt, ich kann immer variabel aufbauen, wie ich will. Ich kann zu beiden Seiten beim Biss rausspringen, bin schnell an den Ruten. Was mir auch gut gefällt, ist hier am Fußteil ist so eine
ja, wie kann man das nennen, so ein Cover oder eine Lasche angebracht, womit man das an der Liege fixieren kann. Hier hinten und auch hier vorne, habe ich gerade eben beim Aufbauen auch schon gemacht. Das heißt, das Ding liegt auch absolut sicher auf der Liege, das verrutscht nicht und das erhöht auf jeden Fall auch den Liegekomfort. Die Polsterung, habe ich wie gesagt, ist schon sehr dick, aber man kann sie auch dann für wärmere Nächte dann rausnehmen. Optik top, also wirklich ein sehr guter Schlafsack für jede Gelegenheit, für den Karpfenangler, aber auch für den Raubfischangler, der über Nacht bleibt, oder auch für den Welsangler, der über Nacht auf Wels angelt. Wirklich sehr variabel einsetzbar, gut durchdacht, gefällt mir wirklich gut der Schlafsack. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr am Wasser seid, gute Fänge und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Entweder wenn ich am Wasser bin zum Fischen oder zum nächsten Unboxing-Video. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.